Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht, Theresa ist wieder bei mir. Wir haben heute einiges vor. Theresa, ich habe dein Lieblingsthema vorbereitet. Das müssen Redewendungen sein. Es geht tatsächlich um Redewendungen. Und ich dachte, ja, das neue Jahr hat gerade angefangen. Man wünscht sich gegenseitig viel Glück. Und was könnte da besser passen als Redewendungen und Sprichwörter und Ausdrücke zum Thema Glück? Okay. Und ich habe Folgendes vor. Ich zeige dir einige Sprichwörter und du erklärst mir, was sie bedeuten und in welcher Situation man sie anwenden könnte. Okay, ich werde mein Bestes geben. Sehr gut. Vielleicht noch kurz der Hinweis, bevor wir anfangen. In diesem Gespräch sprechen wir beide unsere Muttersprache Deutsch ganz authentisch. Das heißt auch in authentischer Geschwindigkeit. Und das ist für euch natürlich eine super Übung, ja, zu verstehen, euer Hörverstehen zu verbessern und Muttersprachler verstehen zu lernen. Es ist absolut okay, wenn ihr nicht jedes Wort versteht. Aktiviert auch gerne mal die Untertitel, das könnte euch auch helfen, wenn es euch ein bisschen zu schnell geht. Und du bist bereit? Ich bin absolut bereit. Dann geht's los. Okay, Theresa, wie bereits angekündigt, sprechen wir heute über Glück. Das heißt, ich habe Redewendungen, aber auch einfach Ausdrücke, die mit Glück zu tun haben. Und das erste wäre, jeder ist seines Glückes Schmied. Was bedeutet das? Okay, vielleicht klären wir erstmal die Wörter in der Redewendung. Der Schmied, das ist eine Berufsbezeichnung, also das ist ein Beruf von Menschen, die mit Eisen arbeiten. Und Eisen ist ein Material, das in Feuer, also durch Hitze, warm wird. Und wenn es warm wird, kann man es formen. Und man kann bestimmte Formen daraus bilden. Also zum Beispiel kann man Hufeisen machen für die Pferde und so weiter. Und so sagt man, jede Person ist der Schmied für sein Glück. Das heißt, jeder kann sein Glück formen, wie er oder sie es möchte, sozusagen. Das besagt dieses Sprichwort. Genau. Vielleicht auch, dass jeder so ein bisschen selbstverantwortlich ist dafür, ne? Dass man nicht einfach nur warten kann, bis man endlich Glück hat, sondern dass man vielleicht auch was dafür tun muss, um eben Glück zu haben. Genau, aber halt auch nur in einem begrenzten Rahmen so teilweise. Also wo es möglich ist, kann man sein eigenes Glück schmieden und formen. Aber ja, manchmal ist es ja nicht immer so. Aber ja. Das stimmt. Okay, dann gibt es einen schönen Spruch, der heißt, Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Sehr schön. Verdoppelt, also man macht aus 1 2, also es verdoppelt sich, das Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt. Ich denke, da geht es einfach darum, dass viele schöne Momente im Leben noch schöner sind, wenn man sie mit einer Person teilen kann, die man sehr gerne hat, die man liebt und so weiter. Das bedeutet das. Also wenn ich zum Beispiel wandern gehe und einen Glücksmoment habe, weil ich einen schönen Ausblick habe, es mir gut geht, ich gesund bin, dann denke ich mir, diesen Moment möchte ich gerne teilen. Und dann ist man noch glücklicher, wenn man diesen Moment teilen kann. Ja. So, ja. Ich dachte gerade, das ist auch so ein typischer Spruch, den man zum Beispiel in Glückwunschkarten für eine Hochzeit lesen kann. Stimmt. Ja. Also das ist so ein Klassiker. Das ist einfach auch ein schöner Spruch, was ja auch zutrifft, gerade in dem Fall von einer Hochzeit. Man teilt sein Glück, man verdoppelt das Glück. Ja, genau. Das stimmt. Sehr gut. Okay, dann das nächste ist eigentlich keine Redewendung, sondern ein Ausdruck. Jemand ist ein Glückspilz, also ein Glückspilz sein. Was bedeutet das? Also ein Pilz ist ja das Gemüse, das im Wald wächst. Das ist ein Pilz. Und ein Glückspilz ist also eine Person, die immer sehr viel Glück hat. Die vielleicht schon in mehreren Situationen war, wo sie einfach viel Glück hatte. Dann ist diese Person ein Glückspilz. Also vielleicht da auch, wenn man nicht viel für sein Glück tut, sondern einfach Glück hat, dann ist man ein Glückspilz. Ja, könnte man sagen, du bist wirklich ein Glückspilz. So ist es. Okay. Das nächste ist der Ausdruck Glück im Unglück haben. Okay, also hier hat man ja die Gegenteile, Glück und Unglück. Und das bedeutet, machen wir das vielleicht anhand eines Beispiels, du hast einen Autounfall, aber das ist natürlich eine unglückliche Situation,
Aber wenn du dann Glück im Unglück hast, bedeutet das, dass zum Beispiel nur das Auto beschädigt ist und den Personen nichts passiert ist. Das heißt, du hattest Glück im Unglück. Du hattest schon eine schlimme Situation, bist aber noch irgendwie gut aus dieser Situation herausgekommen. Das bedeutet, man hatte Glück im Unglück. Ja, genau. Sehr gut erklärt. Das nächste wäre etwas auf gut Glück tun. Oh, das bin ich. Ich dachte auch. Ja, einfach so spontanes Ausprobieren etwas. Also auf gut Glück, also so, dass man sich gutes Glück bei einer Sache wünscht, aber dass man das einfach mal ausprobiert und man hofft, dass es gut ausgeht sozusagen. Also spontan etwas probieren und hoffen, dass es gut wird. Ja. Das ist auf Glück etwas probieren. Hast du ein Beispiel? Ich habe gerade überlegt, wie man es an einem Beispiel erklären könnte. Vielleicht möchtest du irgendwas mit Handarbeit machen, was du noch nie vorher gemacht hast. Du möchtest eine Tasche nähen oder irgendwie so, aber du hast vielleicht keine Anleitung und weißt nicht genau, wie das funktioniert. Dann könntest du sagen, ach komm, ich mache das auf gut Glück. Ja, oder kochen. Oder zum Beispiel, wenn man kein Rezept hat oder so, ach, ich nehme ein paar Zutaten und schmeiße sie in den Topf. Ich mache das auf gut Glück. Ja. Genau. Also spontan, ohne Anleitung, es wird schon funktionieren. Ja, genau. Ja, sehr gut. Okay, dann haben wir hier den Ausdruck, jemand hat mehr Glück als Verstand. Das ist dann eine Person, die nicht viel darüber nachdenkt, was ihre oder seine Handlung für Konsequenzen hat, sondern einfach macht und es aber irgendwie immer gut geht. Also ja, ist auch wahrscheinlich eine Art Glückspilz, also eine Person, die immer in diesen Situationen, aus diesen Situationen gut herauskommt und es irgendwie immer funktioniert, obwohl die Person nicht viel darüber nachgedacht hat vorher. Ja. Und Verstand ist ja eigentlich in dem Kontext sowas wie der Geist. Der Geist, ne? Also jemand hat sich das gut überlegt und wenn du irgendwas ohne Verstand tust, dann hast du nicht nachgedacht. Dann ist es vielleicht auch eine dumme, riskante Aktion gewesen. Ja. Aber man hatte trotzdem Glück. Ja, genau. Okay. Dann gibt es eine Redewendung. Und es ist tatsächlich nicht ganz so häufig, also ich habe es noch nicht so oft gehört, aber auch sehr schön. Und sie heißt Glück und Glas, wie leicht bricht das? Okay, also dass es etwas ist, was leicht zerbrechen kann, also was leicht verletzlich ist sozusagen. Also, dass man vorsichtig mit Glück und Glas, also gleiches Niveau sozusagen, dass man damit vorsichtig umgehen muss, weil es einfach was ist, was nicht für immer besteht, sondern was leicht kaputtbar ist, sozusagen. Ja. Vielleicht auch was man nicht unbedingt herausfordern sollte. Einfach vorsichtig damit umgehen und nichts riskieren. Ja. Also und auch schätzen, oder? Ja. Wenn man das hat, dass man es schätzt und nicht unvorsichtig ist. Ja, genau. Okay. Dann gibt es noch ein Sprichwort, das heißt trautes Heim, Glück allein. Ja. Das ist eigentlich eher so ein Spruch, würde ich sagen. Ja. Und jetzt keine Redewendung. So, man sieht es vielleicht oft an einem Türschild oder so. Ganz häufig sieht man das auch hier in Deutschland auf Englisch, Home Sweet Home. Und auf Deutsch ist das eben trautes Heim. Trautes Heim. Glück allein. Glück allein. Aha, okay. Also traut als Adjektiv ist ja von vertraut. Ne? Also das Zuhause ist vertraut, ist mir vertraut. Also ein trautes Heim. Ich fühle mich daheim, zu Hause geborgen. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich sicher. Und das bedeutet das ja, oder? Also trautes Heim. Glück allein, also dass das größte Glück ist, sozusagen ein Zuhause zu haben, in dem man sich wohlfühlt und sicher fühlt. Ja, genau so ist es. Okay, und dann haben wir die Redewendung Scherben bringen Glück. Okay, das bedeutet Scherben. Was sind Scherben? Wir haben zum Beispiel einen Spiegel und wenn dieser Spiegel auf den Boden fällt, dann bricht er, also geht kaputt und man hat viele, viele kleine einzelne Teile und das sind Scherben. Und Scherben sind ja an sich etwas, was gefährlich ist, weil man sich super leicht schneiden kann. Also ist es eigentlich etwas Negatives, wenn einem so ein Spiegel oder ein Teller zum Beispiel
zerbricht und auf den Boden fällt. Aber diese Redewendung sagt, dass man das nicht negativ sehen soll, sondern dass das auch etwas Positives sein kann. Deswegen Scherben bringen Glück. Ja. Ich weiß gar nicht, was so die Geschichte hinter dieser Redewendung ist. Ist das also von Tellern zum Beispiel, dass das von früher, wenn ein Teller zerbricht, dass das nichts Schlimmes ist, weil das dann bedeutet, also weißt du, wie kommt man darauf, dass das was Positives ist? Das ist eine gute Frage. Ich habe an einige Schüler gedacht. Ich weiß ja, dass es in verschiedenen Kulturen zum Beispiel vor der Hochzeit so ist, dass man das ganze Geschirr zerbricht und auf den Boden wirft, auch als Symbol für Glück. Ja. Also vielleicht hat es auch ursprünglich gar nicht mit Spiegeln zu tun, sondern eher mit Geschirr. Ja. Aber ist ein guter Punkt, da könnten wir mal nachlesen. Vielleicht wisst ihr das ja auch, dann schreibt es uns gerne. Ja, guter Punkt. Schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr wisst, woher das kommt. Okay, und unser letzter Spruch ist eigentlich eine sogenannte Weisheit, also ein schlauer Spruch, den sich jemand überlegt hat. Und der heißt, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Oh, aha. Kanntest du den Spruch? Nee. Ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber er macht Sinn. Macht Sinn und ist eigentlich ganz schön. Dass Menschen glücklich sind, die nicht über die Dinge nachdenken, die man sowieso nicht mehr ändern kann. Weil einen das ja wahrscheinlich sehr unglücklich macht, wenn man immer und immer wieder an Situationen, Entscheidungen, wie auch immer zurückdenkt in der Vergangenheit, die man jetzt aber nicht mehr ändern kann. Und deswegen, ja, es ist eigentlich eine sehr schöne Weisheit. Ja, finde ich auch. Also sich immer zu denken, es hatte alles seinen Sinn, genau so, wie ich mich damals vielleicht entschieden habe oder was ich getan habe. Und jetzt bin ich hier und deswegen bin ich jetzt glücklich. Ja, genau. Nicht so viel nachdenken über das, was wäre, wenn, hätte ich doch. So, ja. Nicht über den Konjunktiv nachdenken. Nee. Sehr gut. Okay, super. Ich danke dir, Theresa. Ja, vielen Dank auch. Ja, und wenn einige von diesen Sprüchen und Ausdrücken für euch vielleicht neu waren, dann schreibt uns sehr gerne einen Kommentar oder eine Nachricht. Und wir freuen uns dann, wenn wir euch in einem unserer nächsten Videos wiedersehen. Macht's gut!